Die deutschen Untertitel und Stimmen in diesem Video wurden automatisch erzeugt. Bitte melde dich bei uns, wenn du eine Rückmeldung hast. Hallo zusammen, ich bin Courtney und ich habe meinen guten Freund Grant Skeldon und Greg Stevens dabei. Willkommen zur Believers Voice of Victory Sendung. Gestern haben wir über die generationsübergreifende Gemeinde gesprochen und darüber, wie wichtig es ist, nach hinten und nach vorne zu schauen. Heute freue ich mich besonders, weil wir uns anschauen, wie wir das ganz praktisch leben können. Und das passiert vor allem durch Nachfolge. Das war so ziemlich das Erste, was ich von dir gehört habe, und es hat mich echt beeindruckt. Denn ich hatte das Gefühl, dass ich das in der Kirche nie gehört habe, obwohl es in der Bibel steht. Ich will also nicht einfach nur über meine Erfahrungen jammern. Ich will sicherstellen, dass ich es anders mache. Und ich gebe da jetzt auch nicht direkt meiner Gemeinde die Schuld. Ich glaube, das ist manchmal einfach ein Bereich, in dem wir keine Erfahrung haben. Also lass uns direkt ins Thema Jüngerschaft einsteigen. Warum das so wichtig ist, was es bedeutet und wie wir das praktisch umsetzen können. Für mich ist es so wichtig, weil es das Letzte ist, was Jesus zu seinen Jüngern sprach. Ich selbst war noch nie am Sterbebett von jemandem, aber ich denke, wenn man weiß, dass die Zeit gekommen ist, falls ihr das schon mal in einem Film gesehen habt oder so, dann wählen die Menschen ihre Worte ganz bewusst aus. Oft versöhnen sie sich, bitten um Vergebung oder bereuen Dinge. Sie geben ihren Kindern etwas mit fürs Leben oder zeigen ihnen die Richtung. Wir überlegen uns wirklich, was wir in so einem Moment noch sagen wollen. Und als Jesus wusste, dass er bald auffahren und seine Jünger verlassen würde, waren seine letzten Worte: Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein letzter Vers, den er sagte und der oft beim Missionsbefehl in Matthäus 28 weggelassen wird, ist: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Für mich persönlich ist das total ermutigend, weil Jesus uns nicht einfach nur zu dieser großen Aufgabe berufen hat und dann sagt: So, seht zu, wie ihr klarkommt. Er sagt vielmehr, und das betont er nochmal, dass ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Er beginnt damit und hört damit auf: Und ich bin bei euch. Ich glaube wirklich, dass das die letzten Worte unseres Herrn und Retters sind. Das sollte wahrscheinlich unsere erste Priorität sein, weil er diese Worte ganz bewusst gewählt hat. Also ich frage mich halt echt, warum habe ich darüber eigentlich nicht so viel gehört? Ich hoffe einfach, dass wir Nachfolge wieder ganz normal machen und neu ins Leben bringen können. Und ich habe mich früher oft gefragt, warum hat die Generation meiner Eltern das eigentlich nicht gemacht? Oder warum war das bei meinen Großeltern kein Thema? Warum habe ich davon so wenig gehört, wurde darin nicht ausgebildet? Oder warum sind kaum ältere Männer auf mich zugekommen und mich gefragt: Hey, soll ich dich begleiten? Jesus tat das. Oft sage ich jungen Leuten: Sucht euch jemanden, von dem ihr lernen könnt. Und oft ist es so, dass junge Leute, wenn sie einen engagierten jungen Leiter sehen, genau das machen. Sie suchen die Nähe von erfahreneren Christen. Aber wie Jesus ist, selbst auf die Menschen zugegangen, und deshalb, darf ich kurz was fragen? Weil in meiner Generation gab es eine Jüngerschaftsbewegung. Und das wurde manchmal irgendwie komisch. Vielleicht, weil du deinen Jüngerschaftsleiter oder deinen Mentor fragen musstest: Soll ich diese Person heiraten? Sie haben in deinem Leben mitbestimmt. Und deshalb ist meine Generation eher zu Mentoring übergegangen. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Mentoring und Jüngerschaft? Ja, ich würde sagen, da gibt es einen klaren Unterschied. Aber ich würde sagen, Mentoring ist ein bisschen eingeschränkt und Nachfolge ist viel umfassender. Aber Mentoring ist eher etwas, das du zusätzlich in deinen Kalender einträgst, während Nachfolge bedeutet, jemanden in deinen Alltag mit hineinzunehmen. Das klingt nach einem kleinen Unterschied, aber genau das macht einen riesigen Unterschied in der Praxis. Also bei Mentoring kann ich sagen: Hey Greg, wir haben angefangen, uns in der Gemeinde zu vernetzen. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns einmal die Woche in einem Café zum Frühstück treffen? Ich würde total gerne von dir lernen. Oder ich würde dir gerne ein bisschen von meiner Geschichte erzählen und ich suche einfach nach ein bisschen Orientierung. Oder vielleicht machen wir ein Bibelstudium, aber es wäre zu einer festen Zeit, an einem festen Ort. Und wenn du viel zu tun hast, was bei vielen Leuten der Fall ist, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass Nachfolge deshalb nicht normal ist, weil es den Leuten egal ist oder weil sie es nicht wichtig finden. Ich glaube, einer der Hauptgründe ist gar nicht unbedingt was Geistliches, sondern einfach, dass wir alle so beschäftigt sind. Wenn du verheiratet bist, eine Familie hast, vielleicht noch arbeitest, dann fragst du dich am Ende der Woche sicher nicht: Was mache ich nur mit all meiner freien Zeit? Deshalb kommen manchmal Eltern oder andere aus der Gemeinde nach so einer Predigt zu mir und sagen: Ich habe echt Lust darauf. Mir liegt Jüngerschaft am Herzen. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür.
Aber ehrlich gesagt, bleibt da einfach nicht viel übrig. Ich versuche zu sagen, vielleicht hast du keine Zeit für Mentoring, weil das noch eine weitere Verpflichtung in deinem Kalender wäre. Aber du hast bestimmt Zeit für Jüngerschaft, weil das bedeutet, jemanden in deinen Kalender einzubeziehen. Mir geht's um 4 Bereiche, wie zum Beispiel, sie in dein Privatleben einzuladen, zu deinen Hobbys. Hey, das ist nichts Besonderes. Aber wenn du Lust hast, komm mit und mach das mit mir. Und dann musst du dein Leben an meins anpassen. Vielleicht ist es dein Familienleben, vielleicht ist es dein Berufsleben, vielleicht ist es dein Gemeindeleben. Aber ich glaube, eine kluge Möglichkeit ist zu sagen, hey, das ist, was ich gerade mache, komm einfach dazu. Das ist ja im Grunde das, was Jesus gemacht hat, oder? Er sagte, kommt, ich mache euch zu Jüngern. Viele können mir folgen. Also, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber ich möchte wirklich auf dieses Thema Jüngerschaft eingehen, weil wir ja dazu berufen sind, das auch wirklich zu tun. Sie sagen ja, Jüngerschaft wird eher gelebt als gelehrt. Und deshalb glaube ich, so eine Jüngerschaft, bei der man gemeinsam durchs Leben geht, die ist einfach extrem kraftvoll. Ich will Mentoring und Jüngerschaft auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich denke, es gibt durchaus Momente, du hast ja wahrscheinlich auch schon mit großartigen Leitern zusammengesessen, vielleicht mal beim Frühstück oder Mittagessen oder einfach auf einen Kaffee, wo du einfach ein paar Fragen gestellt hast. Das hatte ich auch, dass ich mich vielleicht nur einmal mit so einem Mentor, wie man sagen würde, getroffen habe und einfach gefragt habe, hey, ich bin seit 5 Jahren verheiratet, wie sieht das bei dir aus? Offensichtlich bin ich nicht gerade an dem Punkt, ein Ehebuch zu schreiben. Also setze ich mich vielleicht mit jemandem Älteren zusammen und denke, okay, die sind seit 20, 30 Jahren verheiratet und ich habe mich da wirklich 5 oder 10 Jahre lang richtig reingehängt. Aber ich glaube, Mentoring hat eine enorme Kraft. Jüngerschaft ist einfach kraftvoll. Gleichzeitig ist es auch herausfordernder, weil es um Beziehungen geht. Mich interessiert bei dir, gab es da irgendwas? Ich meine, du hattest echt Glück, dass du bei deinem Vater immer mitgehen konntest. Wenn Nachfolge mehr abgeguckt als erklärt wird, gab es bei Bruder Copeland oder bei dir irgendeine Situation, wo keiner was gesagt hat. Keiner gesagt hat, Courtney, du solltest das auch machen. Aber trotzdem denkst du, hey, ich mache es genauso, einfach weil ich gesehen habe, was dabei rauskommt, wenn man dranbleibt. Und ich erinnere mich noch, als ich 16 war. Der Erste, der mich wirklich geprägt hat im Glauben, der ist richtig auf mich zugegangen. Ich war erst seit 2 Wochen Christ. Er hat mich an einem Mittwochabend einfach den ganzen Tag mitgenommen. Er war Jugendpastor. Bevor wir reingegangen sind, hat er kurz innegehalten, gebetet und sich innerlich vorbereitet. Ich habe ihn gefragt, hey, warum betest du kurz bevor du reingehst? Dann sagte er, ich bete wirklich immer, dass ich das Beste und Erste meiner Familie gebe. Und er meinte, ich bereite mein Herz und meine Seele vor, damit ich meiner Familie das Beste geben kann. Ich wollte das machen, obwohl ich nicht mal eine Freundin hatte, aber ich habe gesagt, hey, wenn ich mal verheiratet bin und Kinder habe, will ich auch so sein. Gab es da Momente, wo dir niemand irgendwas sagen musste, sondern du wusstest einfach, das will ich auch. Ich habe gesehen, wie mein Großvater, also erstens, das ist eigentlich ganz ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast. Jedes Mal, wenn er ins Flugzeug gestiegen ist, hat er nicht nur für Schutz gebetet, sondern auch für seine Kollegen und die Crew. Und er hat wirklich immer alle anderen vor sich selbst gestellt. Betete nicht nur, Gott beschütze mich oder gib mir Frieden. Es ging ihm immer um die anderen. Das hat mich echt geprägt, wie er immer zuerst an andere gedacht hat und erst dann an sich selbst. Und einfach, wie freundlich er generell zu Menschen war. Und ich versuche das wirklich auch zu leben, gerade wenn alles chaotisch ist. Noch mitten im Prozess, aber inzwischen sehe ich das Ganze auch von der anderen Seite. Manchmal muss ich einfach mit dieser Peinlichkeit wegen der Flugzeugsachen umgehen. Und mir ist echt aufgefallen, wie fremd das eigentlich ist. Aber ich denke an diese Momente zurück und daran, was alles dazu geführt hat, dass wir jetzt hier stehen. Und auch an die Beständigkeit, die mein Großvater hatte. Egal, ob er ein kleines Flugzeug mit 2 Sitzen geflogen ist oder eine große Maschine für 12 Leute. Es war immer so, danke Herr für diesen Weg. Das ist wirklich bei mir hängen geblieben. Es ist völlig egal, ob das, was wir tun, klein oder groß ist. Aber dass er immer auf dieselbe Weise gebetet hat, hat sich in meinen 30 Lebensjahren nie verändert. Es war immer gleich. Und das hat in mir wirklich so ein festes Fundament gelegt. Egal wohin ich gehe, egal was ich tue. Gott ist die Grundlage von allem. Und ja, ich bin wirklich dankbar für diese Zeiten, auf jeden Fall. Und ich wollte noch was dazu sagen, was den Unterschied zwischen Mentoring und Jüngerschaft angeht. Ich kann mich an kein einziges Mentoring-Gespräch erinnern, das ich geführt habe,
bei dem ich mich mit jemandem zusammengesetzt habe und mich Wort für Wort an die Antwort erinnern kann, die ich bekommen habe. Aber ich erinnere mich an die Situationen, wo ich wirklich mit reingenommen wurde. Sogar du, beim ersten oder zweiten oder dritten Mal, als wir uns getroffen haben, hast du gesagt, hey, kann ich dich einfach mal einen Tag bei der Arbeit in der Gemeinde begleiten? Ich weiß noch, ich habe damals gedacht, das ist ja verrückt, dass er das wirklich machen will. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Und dann habe ich dich einfach mal zu ein paar Veranstaltungen begleitet, die du gemacht hast, so an einem Tag einfach mitgelaufen. Und ich weiß noch, wie ich so viel von dir gelernt habe und von den Gesprächen, die du mit anderen hattest, dass bei mir wirklich eine Tür aufgegangen ist, einfach mal zu fragen, Papa, kann ich mit zu diesem Treffen kommen und einfach irgendwo in der Ecke sitzen oder was auch immer und dann zu sehen, wie er mit Situationen oder Gesprächen umgeht, das hat mein Leben wirklich verändert. Ja. Ein Tipp von mir wäre auch, wenn du ins Leben von jemandem mit einsteigst, schau vielleicht vorher, welche Rolle du dabei eigentlich hast. Weil du eben gesagt hast, dass du einfach nur in der Ecke gesessen hast und ich finde, das ist echt hilfreich. Manche Leute denken vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich jemandem erlauben kann, mich bei der Arbeit zu begleiten. Also bei uns würde das vielleicht gehen, aber jemand anderes denkt sich, keine Ahnung, ob ich überhaupt einem jungen Menschen zutrauen kann, in meinen Arbeitsalltag reinzukommen und einfach zu wissen, wie man sich da verhält. Ich sage dann meistens, mach klar, wissen die Leute, sind sie einfach nur Beobachter oder sind sie eingeladen, ihre Meinung einzubringen oder sind sie sogar beteiligt an Entscheidungen? Also eine Sichtweise bedeutet einfach, du bist wie eine stille Beobachterin oder ein stiller Beobachter im Hintergrund. Und danach reden wir darüber und tauschen uns aus. Du kannst Fragen stellen, aber eigentlich bist du nicht hier, um viel zu sagen. Du bist eher so am Rand, aber du bist mit im Raum. Du wirst Dinge hören, du bekommst Einblicke, du lernst was dazu, du siehst, wie es wirklich läuft. Ich persönlich finde, solche Momente sind manchmal wertvoller, wenn du jemandem folgst, der in dem Bereich arbeitet, wo du später mal hin willst. Manchmal bringt das mehr als ein Studium heute, weil viele Hochschulen nach dem Bachelor nicht mehr so fördern wie noch vor 20, 30 Jahren. Aber wirklich draußen zu sein und das mitzuerleben, das ist einfach was ganz anderes. Und dann bist du plötzlich eine Stimme, wenn du schon länger dabei bist und in diesen Kreisen unterwegs warst. Und dann heißt es, hey, wir wollen eigentlich mal hören, wie die Jüngeren das sehen. In vieler Hinsicht bist du irgendwie eine Stimme. Dann teilst du zum Beispiel mit, hey Courtney, wie sieht denn die nächste Generation das, worüber wir hier reden? Ja, ich wette, das ist mir auch schon total oft passiert. Und manchmal bist du einfach eine Stimme. Und ich meine, ich spreche dich jetzt wieder direkt an, aber du sitzt eben jetzt mit am Tisch, du bringst dich ein und das hilft einfach dabei, noch mehr Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, gerade weil du den Blickwinkel der jüngeren Generation einbringst. Ich möchte kurz diesen Vers nennen und ich würde auch gerne hören, ob du mal so einen Moment erlebt hast, wo dir niemand gesagt hat, mach das so, sondern wo Jüngerschaft mehr abgeguckt als angeleitet war. Aber noch ein kurzer Vers, bevor du was teilst. Weißt du, in 1. Thessalonicher steht, Paulus sagt in 1. Thessalonicher 2, Vers 8, weil wir euch so sehr liebten, waren wir bereit, euch nicht nur das Evangelium Gottes weiterzugeben, sondern auch unser Leben mit euch zu teilen. Und ich finde, das zeigt total, wie wichtig es ihm war, dass er sagt, wir haben das richtig gern gemacht. Es war wirklich eine Freude, nicht nur das Evangelium Gottes zu teilen, sondern auch unser Leben und das von Paulus, der vielleicht wie kaum ein anderer in der Bibel alles gegeben hat, um das Evangelium weiterzugeben. Er zählt ja wirklich alles auf. Ich wurde geschlagen, ich war schiffbrüchig, ich wurde gesteinigt, ich wurde von einer Schlange gebissen. Einfach die ganze Liste. Er ist viel weiter gegangen, als ich es je getan habe, um das Evangelium weiterzugeben. Er geht sogar so weit zu sagen, dass es für ihn eine Freude war, nicht nur das Evangelium mit ihnen zu teilen, sondern auch sein Leben. Manchmal lernt man Dinge einfach, ohne dass sie einem beigebracht werden. Heute gibt es eine Generation, die schon so oft gehört hat, Jesus ist für dich gestorben. Aber ich glaube, es geht darum, das Warum zu kennen, es wirklich zu sehen. Sie wollen das Evangelium in Aktion sehen, im gelebten Glauben. Und bei dir, gab es da so einen Moment in deiner Jugend, an den du dich bis heute erinnern kannst? Ich bin auch im Dienst aufgewachsen. Also hatten wir immer Gastprediger zu Hause und man hat ihnen zugehört und so weiter. Aber ich habe mich von all dem entfernt, weil ich verletzt wurde. Ich bin zwar weggegangen, aber nicht von Jesus. Was ich gemerkt habe, ich habe mich von Religion abgewandt. Und als ich dann zurückgekommen bin, hat Bruder Hagin, Kenneth E. Hagin, mich unter seine Fittiche genommen und ich durfte mit ihm reisen, mit ihm fliegen und ihm einfach zuhören. Und ich habe gelernt, still zu sein, ohne zu reden, einfach nur im Flugzeug zu sitzen, direkt gegenüber von ihm, so wie jetzt, und zuzuhören. Und dann kam er in mein Büro und hat Sachen gesagt, aber er hatte diese Fähigkeit. Und das ist genau das, was ich jetzt in meinem Leben auch lernen will. Er konnte etwas in einem Menschen sehen und es fördern. Er sagte, du wirst diesen Sommer für mich eine Zeltevangelisation machen. Und ich weiß noch, er kam und hat sich in die erste Reihe gesetzt, ich habe gepredigt und das war sein Team und alles.
Und als ich Fehler gemacht habe, und ja, ich habe Fehler gemacht, hat er das erwartet, weil genau das dann zu einem Lehrmoment wurde. Er sagt, also lass mich dir mal zeigen, wo du hier den Fehler gemacht hast. Und dann haben wir genau darüber gesprochen. Und jetzt sitze ich also selbst hier in dieser Reihe. Und ehrlich gesagt, an viele Predigten erinnere ich mich gar nicht mehr. Aber diese prägenden Momente, diese Mentoring-Erlebnisse, die habe ich noch klar vor Augen. So wie damals, als die Jünger zu Jesus kamen und sagten, wir konnten nicht austreiben. Er sagt dann, okay, das ist jetzt eine Lehrsituation, lass mich dir erklären, warum. Genau solche wertvollen Momente braucht meine Generation für die nächste Generation. Ich finde es so gut, wie du davon erzählst, dass ich mit ihm unterwegs war und ihm Fragen gestellt habe oder einfach diese Momente gehabt habe. Er hat mir eine Frage gestellt und wenn ich nicht konnte, also wenn du Bruder Hegin eine Frage stellst, dann sagt er, ich will 2 Bibelstellen dazu. Was sagt die Bibel dazu? Er hätte dir nicht einfach geantwortet. Nur nachdem du sagst, ich hab's hier rausgefunden, würde er dir antworten. Gut, lass mich dir das mal zeigen. Es war ein persönlicher Unterricht. Es war so etwas wie eine Art Ausbildung, oder? So würden wir das wahrscheinlich nennen. Ich stelle mir das gern so vor. Hast du einen Schatten? Ein Schatten ist immer bei dir. Du musst nicht ständig jemanden um dich haben. Und ich glaube auch nicht, dass wir das für jeden machen können, aber ich glaube, jeder kann es für jemanden tun. Was ich daran so gut finde, ist, dass wir wirklich die Kraft solcher Gespräche wieder entdecken müssen und uns klar machen, wir sind ja regelmäßig im Wort und meistens geben wir dieses Wort durch Predigten weiter. Ich bin ein Prediger. Wir hatten gerade das Vorrecht, hier durch die Predigt großartige Arbeit zu tun, aber das ist nicht der einzige Weg, wie wir das Evangelium weitergeben. Paulus zeigt uns das ja, es gibt nicht nur die Kanzel, wenn man so will, und es gibt auch unseren Alltag, unser Leben. Wenn wir nur das eine tun und das andere nicht, kämpfen wir quasi mit einer Hand auf dem Rücken. Aber wenn ihr mal darauf achtet, das meiste, was wir wirklich von den Worten Jesu kennen, also quasi die roten Buchstaben, stammt gar nicht hauptsächlich aus Predigten, sondern eigentlich aus Gesprächen. Es sind Folgefragen. Sie sagen sowas wie, oh, hey, du hast doch gerade darüber gesprochen. Und was hast du damit gemeint? Oder wir verstehen das nicht. Oder warum ist das bei diesem Blinden so? Oder es sind einfach so viele verschiedene Dinge, die im Gespräch passieren. Die meisten Wunder, die er getan hat, waren Unterbrechungen in seinem Alltag. Er war echt ein Vorbild darin. Das ist für mich wirklich nochmal was Neues gewesen, einfach mal zu fragen, sind wir eigentlich bereit, uns unterbrechen zu lassen? Denn ich würde sagen, ungefähr 80% der Gespräche, die er geführt hat, kamen nur zustande, weil er flexibel genug war und im Heiligen Geist leben konnte, auch wenn er unterbrochen wurde. Aber ich denke, ich möchte das in die Gespräche mit einbringen, weil einer der Hauptgründe, warum wir nicht Jüngerschaft leben, ist nicht, dass wir keine Zeit haben. Einer der Hauptgründe ist für mich einfach, dass viele Christen denken, Jüngerschaft und der Missionsbefehl, das wäre nur was für die Eliteleiter. Das ist für die Redner. Das ist für die Pastoren. Das ist vielleicht für die Geschäftsführer gedacht, aber nicht für uns. Wie könnten wir überhaupt Jünger machen? Was ist in unserem Leben so großartig, dass es das wert wäre? Aber wir alle haben Weisheit. Wir haben das alle schon erlebt. Ich sage immer, beziehungsmäßige Nachfolge bedeutet, dass wir uns regelmäßig an jemandem orientieren, der geistlich nur ein paar Schritte weiter ist als wir. Und das hilft uns zu sehen, du bist vielleicht nicht so qualifiziert. Ich weiß gar nicht, ob dieses Wort überhaupt so in der Bibel steht. Also, bist du qualifiziert? Ich glaube, der Feind versucht uns gerne mit genau dieser Frage zu verunsichern. Naja, die Pharisäer haben das gefragt. Du hast recht. Die Haltung dahinter war eher so, was qualifiziert diese Person eigentlich? Aber ich weiß nicht, ob das wirklich die richtige Frage ist. Ich glaube, wir sollten uns nicht fragen, sind wir überhaupt qualifiziert, andere zu Jüngern zu machen? Wir sollten uns fragen, bist du geistlich vielleicht ein paar Schritte weiter? Denn vielleicht schaust du auf die nächste Generation und denkst dir, ich weiß nicht, ob die überhaupt von mir lernen wollen oder ob ich dafür geeignet bin. Aber ich würde fragen, schaust du heute auf die nächste Generation und siehst manchmal die Unreife oder das, was wir so beobachten und fragst dich dann, warum das heute eigentlich alles so läuft? Das ist ein Zeichen dafür, dass du geistlich schon ein paar Schritte weiter bist. Du hast also wirklich einiges zu geben. Frag dich also nicht, ob du qualifiziert bist. Frag dich, bin ich geistlich ein paar Schritte weiter? Oder besser noch, sag es einfach so wie Paulus. Er hat ja auch nicht gesagt, ihr müsst genauso sein wie ich. Paulus hat gesagt, folgt mir nach, so wie ich Christus nachfolge. Der Druck liegt bei Jesus und er kann das aushalten. Er ist der Einzige, der wirklich vollkommen ist. Deshalb denke ich mir immer, selbst wenn ich 7-mal hinfalle, werde ich wieder aufstehen, weil ich Jesus weiter nachfolgen will. Wenn du mir also nachfolgen willst, wie ich Jesus nachfolge, gibt es nur ein Ziel. Und das ist Jesus. Du hast vorhin diesen Lebensbereich angesprochen, wo jemand dich beobachten und begleiten kann. Was sind die 3 anderen Bereiche? Also dein persönliches Leben, Hobbys, Dinge, die du machst. Zum Beispiel, meine Mutter meinte letztens, ich nehme ihn einfach mit, wenn ich einkaufen gehe. Es müssen nicht immer die coolen Dinge sein, sondern auch einfach Sachen, die sowieso anstehen. Es kann auch dein Berufsleben sein, dein Gemeindeleben oder dein Familienleben. Also für mich ist Familie tatsächlich die zweite Sache, die ziemlich leicht umzusetzen ist und viel wirkungsvoller, als wir oft denken. Vielleicht denkst du, ich habe nichts Besonderes, aber allein jemanden zum Abendessen mit deiner Familie einzuladen, ist viel kraftvoller, als du meinst. Bis heute, ich bin jetzt seit 5 Jahren verheiratet und wir haben keine Kinder.
Und wenn ich dann mal mit einer Familie zusammen bin und sehe, mit wie viel Absicht da Gastfreundschaft gelebt wird und welche Gespräche am Tisch entstehen, ich persönlich bin nicht mit so einer Familie aufgewachsen. Es gibt so viele Momente, wo ich mir denke, wow, das will ich mir merken. Ich mache mir innerlich Notizen dafür, wie ich das später mal machen will. Aber ich glaube, das sind nochmal 3 Bereiche, die wirklich sehr hilfreich sind. Was ist der beste Weg, entweder jemanden zu finden, der dich im Glauben begleitet, oder jemanden, den du begleiten kannst? Ja, für mich ist es wichtig, Leute zu finden, die vielleicht in derselben Branche sind. Das hilft total, weil wenn ich älter bin und in jemanden Jüngeren investieren will, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder eben in derselben Branche, dann geht es nicht nur darum, geistlich zu lernen, sondern auch darum zu zeigen, wie man als Christ mit Exzellenz in diesem Beruf unterwegs ist. Wie können wir in unserer Branche einen Unterschied machen, etwas verändern. Aber sie wollen eben nicht nur lernen, wie man ein hingegebener Christ ist. Sie wollen lernen, wie man zum Beispiel ein gottesfürchtiger, exzellenter Architekt oder Anwalt oder Arzt wird. Ja, und da kannst du ihnen echt viel zeigen. Oft sogar mehr, als was man im Studium lernt. Da stimme ich absolut zu. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Als ich in der Arbeit der Gemeinde mitmachen wollte, hat mein Vater gesagt, wenn du hier arbeiten willst, dann kannst du im Postraum arbeiten. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Papa, ich glaube, ich habe jetzt lange genug im Postraum gearbeitet. Kann ich bitte die Rückmeldung für dich übernehmen? Das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Und er meinte so, nein, du musst überall mitarbeiten. Er hat mich 6 Monate lang durch jede einzelne Abteilung im ganzen Dienst mitlaufen lassen. So saß ich in der Buchhaltung und ich war auch in allen Bereichen von Kommunikation dabei. Ich habe mir angeschaut, wie sie den Broadcast schneiden. Ich war wirklich in jedem Bereich vom Dienst. Und ich würde sagen, ich habe in diesen 6 Monaten mehr gelernt. Besonders für das, was ich jetzt mache, als ich je in der Schule hätte lernen können. Und ich war ja schon eine Zeit lang in der Schule. Und ich weiß noch, wie ich dachte, das bringt uns keiner bei. Weißt du, dir bringt niemand bei, wie man seine Steuern macht. Bringen dir sowas einfach nicht bei. Du kannst erst leiten, wenn du vorher gedient hast. Ganz genau. Wie fühlt es sich eigentlich an oder wie sieht das aus, wenn man zum ersten Mal fragt, ob jemand einen im Glauben begleitet? Ja, genau so ist es. Ich glaube, wir müssen das einfach mal anerkennen. Jemanden zu bitten, dich zu begleiten oder selbst jemanden zu begleiten, das kann echt beängstigend sein. Es ist nicht leicht. Es ist einschüchternd. Das ist echt eine große Bitte. Ich glaube, wir müssen das einfach mal aussprechen und die Unsicherheit ansprechen, denn es ist halt nicht so einfach wie zu fragen, hey, hast du Lust ins Kino zu gehen? Wenn du Nein sagst, dann ist das vielleicht einfach so wie, willst du nicht ins Kino gehen oder hast du Lust, dieses neue Restaurant auszuprobieren? Aber wenn es so ist wie, willst du eine Beziehung eingehen, in der du mir etwas gibst und ich es annehme? Ich meine das zwar scherzhaft, aber letztes Jahr habe ich zum ersten Mal einem jungen Mann angeboten, ihn zu begleiten. Und er meinte tatsächlich, weißt du, ich weiß nicht, ich habe gerade ziemlich viel um die Ohren. Ich dachte mir, Mann, ich wurde abgelehnt, weil ich angeboten habe, jemanden zu unterweisen. Das hat mich echt getroffen. Also worauf ich hinaus will, es liegt an mir. Es ist einfach was anderes. Es hat sich fast angefühlt wie am Anfang von so einer Beziehung, wo man sagt, nein, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Und man kann das schnell persönlich nehmen und es fühlt sich einfach anders an. Ich denke, wir sollten uns klar machen, dass es auf beiden Seiten und in beiden Generationen eine gewisse Unsicherheit gibt. Deshalb sage ich, lass mich mal direkt die jüngere Generation ansprechen. Wenn du jünger bist und jemanden suchst, der dich im Glauben begleitet, oder wenn du sogar schon weißt, wen du gern hättest, dann würde ich dir raten. Finde heraus, was der oder diejenige gern in der Freizeit macht. Und, das meine ich halb im Spaß, halb im Ernst, tu so, als würdest du das auch mögen. Oder besser noch, tu nicht nur so, sondern versuche wirklich ehrlich, dich für das zu begeistern, was sie gerne machen. Und mach einfach mit. Eine kurze Geschichte zum Schluss. Es gab mal einen Mann, von dem ich mir gewünscht habe, dass er mich im Glauben begleitet. Der war leitender Architekt bei Walmart. Er war auch an der Produktion von ein paar Filmen beteiligt, die ihr vielleicht kennt, wie zum Beispiel Jesus Revolution. Ich kann mir das echt nur vorstellen. Er hat die jungen Regisseure wirklich unterstützt und in sie investiert. Ich erzähle das, um zu zeigen, das ist wirklich ein vielbeschäftigter Mann. Es ist so, als würde man sagen, ich habe einfach keine Zeit. Und als ich versuchte, mich mit diesem Mann zu treffen, sagte ich, hey, gibt's da vielleicht eine Chance, dass ich mich mal mit dir unterhalten kann? Und seine Assistentin meinte, das dauert vermutlich Monate, weil er so ausgebucht war. Nach 6 Monaten habe ich endlich Zeit mit ihm bekommen. Und als ich ihn fragte, ob er in mich investieren würde, sagte er, Mann, du bist ein guter Junge. Gott hat seine Hand auf dir. Das ist wie beim Dating, da wusste ich schon, wo kommt wohl das Aber? Er sagt, aber ich bin einfach viel zu beschäftigt. Ich muss echt viel mehr Zeit für meine Familie haben. Also es liegt nicht an dir, sondern an mir. So dachte ich mir, okay, ich muss diesen Mann dazu bringen, mich zu unterweisen, zur Ehre Gottes. So schrieb ich ihm an diesem Abend eine SMS und sagte, Mann, ich bin echt dankbar für die Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Und ich würde gerne wissen, ob wir vielleicht diese eine Sache ausprobieren könnten, die du so gerne machst. Ich habe herausgefunden, dass er ist gern frühmorgens laufen gegangen. Also war mir klar, dass das voll sein Ding ist. Und ich habe ihm an dem Abend noch geschrieben, danke für deine Zeit. Meinst du, wir könnten vielleicht mal zusammen laufen gehen? Und plötzlich wollte er nur noch übers Laufen reden. Und auf einmal war es nicht mehr, dass er zu beschäftigt ist, sondern können wir morgen zusammen laufen, um es kurz zu machen?
Dieser Mann hat eine Beziehung mit mir angefangen, als ich mit ihm laufen gegangen bin. Wir haben zusammen Halbmarathons gemacht. Es gibt Leute da draußen, die offen sind, aber wir müssen unser Leben an sie anpassen. Jesus hat sein Leben nicht um die Jünger herum ausgerichtet. Die Jünger haben ihr Leben um Jesus herum ausgerichtet. Wenn du hungrig bist und demütig bist, wenn du bereit bist zu lernen und dich Gott wirklich zur Verfügung stellst, ist es erstaunlich, was Gott tun kann. Ich weiß, das war jetzt ganz schön viel auf einmal. Wenn du die Notizen zu dieser Folge herunterladen möchtest, geh einfach auf die Website. Da findest du alle von Grants Notizen und alles, worüber wir gesprochen haben. Bevor wir jetzt gehen, möchte ich euch noch kurz daran erinnern, dass ihr euch unbedingt für die Southwest Believers Convention dieses Jahr anmelden und auch wirklich kommen solltet. Das Thema der Konferenz dieses Jahr ist The Homecoming, also die Heimkehr. Mein Großvater hat erzählt, dass er sich mehr aus dem Reisedienst zurückzieht. Er bringt seinen Dienst nach Hause und sagt immer wieder zu mir, ich sage nicht, dass ich nie mehr reisen werde, aber ich will verfügbar sein für das, wozu der Herr mich ruft. Egal, ob er zum Team geht, sich mit den Partnern trifft, spontan ins Flugzeug steigt und wie letzte Woche den Botschafter besucht. Weißt du, das hätte er gar nicht machen können, wenn er noch so beschäftigt wäre wie früher. Deshalb nennen wir das Ganze Heimkehr, weil er seinen Dienst nach Hause bringt. Ich möchte, dass du dich auf der Webseite anmeldest. Sei auf jeden Fall dabei. Ich glaube, das wäre echt ein super Ort, um einen Mentor zu finden. Vielleicht, wenn du in deiner Gemeinde keinen findest. Ich habe jetzt Mentor gesagt, aber ich meine eigentlich Jüngerschaft. Ich habe deinen innerlichen Einwand schon gespürt. Aber wenn du nach einem Jünger suchst, komm zur Southwest Believers Convention. Ich bin mir sicher, da findest du jemanden. Ich bin Courtney. Das ist Grant Skeldon und Greg Stevens. Und wir möchten dich daran erinnern, dass Gott dich liebt. Wir lieben dich. Und Jesus ist Herr. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich freue mich sehr, euch die neu überarbeitete Lifeline-Serie meiner Großeltern, Kenneth und Gloria Copeland, vorzustellen. Wenn Probleme auftauchen, ist es so wichtig, einen klaren Handlungsplan zu haben, um diese Herausforderungen zu überwinden. Aber dafür gibt es diese 6-teilige Buchreihe. Es ist eine umfassende bibelorientierte Hilfe, die Gläubigen dabei helfen soll, Gottes Zusagen ganz praktisch auf die Herausforderungen ihres Alltags anzuwenden. In diesen Büchern geht es um die wichtigsten Lebensbereiche, in denen sich Gläubige Durchbrüche und nachhaltige Veränderungen wünschen. Dieses Paket enthält Bücher zu Themen wie Glaube, Heilung, Gebet, Sorgen, Finanzen und Beziehungen. Du kannst entweder ein einzelnes Buch oder das komplette Paket kaufen. Dieses Paket gibt dir nicht nur neue Impulse, sondern es zeigt dir auch ganz praktische Schritte, wie du im Glauben wachsen und Gottes Verheißungen im Alltag umsetzen kannst. Wenn du dein Exemplar haben möchtest, besuche einfach unsere Webseite oder rufe die eingeblendete Nummer an. Diese Bücher sind nur in englischer Sprache erhältlich. Erhalte das Spiritual Action Plan Paket für 54 Pfund. Außerhalb Großbritanniens bitte anrufen, zwecks Versand. Besuche die Webseite oder ruf 01 2257 87310 an. Jeder Plan ist auch einzeln für 9 Pfund erhältlich. Egal, ob du Heilung, wiederhergestellte Beziehungen, finanziellen Durchbruch oder Freiheit von Angst suchst. Lass dich stärken, um mutig in Gottes Willen zu gehen. Für mehr Infos wende dich an dein Regionalbüro. Nutze die kostenlosen Ressourcen, um biblische Wahrheiten zu studieren und praktisch umzusetzen. Lade die Believers Voice of Victory Broadcast Studiennotizen herunter und nutze sie für den Hauskreis oder Bibelgruppen. Besprecht gemeinsam Bibelstellen und wichtige Punkte in deiner Glaubensgemeinschaft. Profitiere von Impulsen aus den Lehren der Believers Voice of Victory Sendung. Die Notizen zur aktuellen Woche findest du ab sofort online. Kenneth und Gloria Copeland danken dir, dass du bei der Believers Voice of Victory Sendung dabei warst. Mehr Infos zu Kenneth Copeland Ministries und zum Glaubenswachstum findest du auf unserer Webseite, inklusive vieler kostenloser Ressourcen.